Moin und herzlich willkommen bei MD am Herd. In diesem Video verrate ich euch meine 7 Tipps für bessere Pasta. Und los geht's! Diese Woche gibt es die wohl einfachste, aber auch sehr leckere Pasta Fettuccine Alfredo. Unsere Zutaten sind Butter, Parmesan und Fettuccine. Dann brauchen wir noch einen Topf zum Kochen der Pasta, eine Reibe für den Parmesan, eine Schüssel zum Mischen der Pasta mit unserer Soße, eine Kelle, um Pastawasser abzuschöpfen und eine Küchenzange oder Pinzette zum Rühren und Anrichten. Für längliche Pasta nehme ich lieber die Pinzette. Vorzugsweise schon warmes oder heißes Wasser in den Topf geben, der dann nicht randvoll, aber gut gefüllt sein sollte, damit unsere Fettuccine ihr Bad auch genießen und entspannt schwimmen können. Für 2 etwas größere Portionen Pasta brauchen wir auf etwa 230 Gramm Fettuccine, 100 Gramm Butter. Ich schneide das Stück gerne in kleinere Scheiben, damit sie gleichmäßiger schmilzt. Für dieses Gericht nehme ich Parmigiano Reggiano, da dieser im Vergleich zu Grana Padano, den man auch nehmen kann, intensiver im Geschmack ist. Kommen wir zu unserem ersten Tipp. Ich achte bei der Pastawahl hauptsächlich auf die Oberfläche der Pasta. Sieht sie etwas rauer aus, gibt die Pasta mehr Stärke ins Wasser ab, die wir später für unsere Soße brauchen. Jetzt zum Topf und zu Tipp 2. Das Gericht wird mit Salz ausschließlich über das Wasser gewürzt. Die Fettuccine wird Salz aufnehmen und wir werden das gesalzene Wasser gleich nutzen, um die Soße zu machen. Ich nehme hier 2 großzügige Prisen. Jetzt Tipp 3. Das Wasser sollte auf jeden Fall erst richtig kochen, bevor wir die Fettuccine-Nester in den Topf geben. Die Wasserbewegung sorgt dafür, dass die Pasta nicht am Topfboden kleben bleibt. Öl ist nicht nötig. Noch 2-3 Mal rühren und zurück zum Brett. Während die Pasta kocht, reiben wir etwa 100 Gramm Parmesan. Dabei nehmen wir die Seite mit den nach außen ausgestanzten runden Löchern, um eine möglichst feine Körnung zu bekommen. Zwischendurch das Naschen nicht vergessen und während ich hier ein bisschen klar Schiff mache, kommt Tipp 4. Ich bevorzuge meine Pasta al dente, also mit leichtem Biss im Kern. Solange die Pasta warm ist, gart sie weiter nach. Wenn wir also gleich die Pasta mit der Soße mischen, sollte das berücksichtigt werden. Vorsicht mit dem Wasserdampf beim Erwärmen der Butter und nicht überkochen lassen. Bei Fettuccine Alfredo sollte die Pasta etwa 1 Minute bevor sie al dente ist, raus. Tipp 5 und wohl der beste Weg, das zu überprüfen, einfach die Pasta probieren. Und bitte schmeißt euer Essen nicht gegen die Küchenwand. Die Fettuccine mit der Kochzange oder Pinzette aus dem Wasser nehmen und direkt in die Schüssel mit der Butter geben. Ein paar Mal umrühren und dann für diese Menge Pasta etwa 1,5 Kellen Pastawasser dazugeben. Tipp 6. Der Begriff Mantecatura beschreibt das ständige Mischen und Rühren, sodass sich mit Hilfe der Stärke aus dem Pastawasser die Zutaten verbinden. Jetzt ist die Geschichte noch eine ziemlich flüssige Angelegenheit. Bei diesem Misch-Rühren-Schwenkprozess brauchen wir etwas Geduld, bis die Soße cremig ist, die Pasta die Soße aufgenommen hat und al dente ist. Jetzt noch ordentlich Parmigiano Reggiano dazugeben und den Rest für später aufheben. Weiter mit der Mantecatura. Um den Prozess etwas zu beschleunigen, hilft es, die Pasta in der Schüssel zu schwenken. Nun kommen wir dem Ziel schon näher. Das Ganze ist schon deutlich cremiger und die Pasta nimmt die Soße langsam auf. Noch ein paar Mal schwenken. Jetzt sieht's ganz gut aus. Auf geht's zum Anrichten und Tipp 7. Es sieht bei Pasta meistens etwas schöner aus, wenn hoch angerichtet wird. Für diese Technik eignet sich die Pinzette besonders gut. Fettuccine nehmen und in die Kelle heben und drehen, bis sich die Pasta nur noch in der Kelle befindet. Möglichst vorsichtig mittig auf den Teller platzieren und ein paar Mal wiederholen.
Die restliche Soße nicht vergessen und den aufgehobenen Parmesan auf beide Teller verteilen. Zum Abschluss mag ich gerne noch etwas frisch gemahlenen Pfeffer. Für das Zielfoto noch die Statisten richtig platzieren. Und dann haben wir's. Fettuccine Alfredo. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr meine nächsten Videos nicht verpasst. Frohes Kochen!